Er ist einer der auffälligsten Spieler seiner Generation. Nicht nur wegen seines Tempos oder seiner Dribblings, sondern wegen der Narbe. Eine Narbe, die ihn verfolgte, definierte und ihn unsterblich machte. Dies ist nicht nur die Geschichte eines Fußballers. Dies ist die Geschichte von Schmerz, Ausgrenzung, Mut und Triumphen. Dies ist die Geschichte von Franck Ribéry. Franck-Henri Pierre Ribéry wird am 7. April 1983 in Boulogne-sur-Mer geboren, in einem Viertel, das man in Frankreich Quartier défavorisé nennt. Die Familie lebt in Armut. Ribéry ist das, was man einen Straßenfußballer nennt. Früh zeigt sich sein Talent, doch mit nur 2 Jahren ändert sich sein Leben schlagartig. Bei einem tragischen Autounfall durchschlägt sein Kopf die Windschutzscheibe. Er überlebt, knapp. Zurück bleibt eine lange, markante Narbe über die rechte Gesichtshälfte. Für viele Kinder wäre das ein Trauma. Für Ribéry wird es eine Waffe. In der Schule wird er gehänselt. Monster nennen ihn einige. Aber statt daran zu zerbrechen, wird Franck härter, wütender, fokussierter. Er entwickelt einen unbändigen Willen, es allen zu zeigen. Ribéry startet seine Karriere nicht in Akademien wie Clairefontaine. Nein, er beginnt ganz unten. Bei US Boulogne in der 3. Liga. Dort verdient er fast nichts. Er arbeitet tagsüber als Bauarbeiter, trainiert abends. Es ist ein Leben aus Zement, Matsch und Träumen. Er spielt bei unterklassigen Clubs wie Ales und Brest. Immer wieder fällt er auf, nicht nur wegen seiner Narbe, sondern wegen seiner Geschwindigkeit, Technik und Aggressivität. Er ist ein Straßenkämpfer mit Ball am Fuß. Doch der Weg ist steinig. Er wird oft übersehen, zu wild, zu schwierig, sagen manche Trainer. Doch dann kommt der Anruf aus der Türkei. 2005 unterschreibt Ribéry bei Galatasaray. Es ist ein Kulturschock. Istanbul, der Hexenkessel, Ali Sami Yen. Die Fans lieben ihn sofort. Er gewinnt mit Gala den türkischen Pokal und spielt groß auf. Aber hinter den Kulissen stimmt etwas nicht. Ribéry wird monatelang nicht bezahlt. In einem beispiellosen Schritt verlässt er den Club, ohne Erlaubnis. Galatasaray ist empört. Doch Ribéry beruft sich auf FIFA-Regeln. Der Wechsel ist skandalös, sorgt international für Aufsehen. Doch Ribéry hat einen Plan. Er kehrt nach Frankreich zurück, zu Olympique Marseille. Dort wird aus dem Rohdiamanten ein Star. In Marseille explodiert Ribéry. Die Fans lieben seine Energie, seine Direktheit, seinen Hunger. Er wird schnell zur Symbolfigur eines neuen OM. Er spielt sich in die Herzen der Menschen und in den Fokus von Nationaltrainer Raymond Domenech. Sein Debüt für Frankreich ist spektakulär. Und bei der Weltmeisterschaft 2006 wird er zum Hoffnungsträger einer ganzen Nation. Frankreich erreicht das Finale. Ribéry spielt neben Zidane und fällt nicht ab. Die Welt ist aufmerksam geworden. Nach der Weltmeisterschaft stehen die großen Clubs Schlange. Und einer hat die besten Karten: Bayern München. 2007 wechselt Ribéry für damals 25 Millionen Euro zum FC Bayern. Für den Rekordmeister ist es ein Statement. Ribéry wird sofort zum Publikumsliebling. Seine Kombination aus Tempo, Technik und Provokation begeistert. Er gewinnt Pokale, Meisterschaften, dominiert die Bundesliga. Zusammen mit Arjen Robben bildet er eines der gefürchtetsten Flügelpaare Europas, Robbery. Doch Ribéry bleibt auch außerhalb des Platzes ein Thema, wegen seiner Skandale. Kaum jemand polarisiert in der Welt des Fußballs so sehr wie Franck Ribéry. Abseits des Platzes sorgt er immer wieder für Schlagzeilen. Ob es die Luxusreisen, Eskapaden mit teuren Autos oder provokante Interviews sind, Ribéry steht im Fokus. Besonders kritisch wird es 2010. Die berüchtigte Zaya-Affäre erschüttert die französische Nationalmannschaft. Ribéry gemeinsam mit Karim Benzema wird beschuldigt, gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Die Medien stürzen sich auf die Geschichte. Obwohl Ribéry später freigesprochen wird, bleibt ein Makel. Seine Beziehung zur französischen Öffentlichkeit wird dadurch zerrüttet. Was einst als Aufstieg eines Volkshelden gefeiert wurde, wandelt sich zum Spalt zwischen Fans, Medien und Ribéry selbst. Er zieht sich zurück, gibt kaum noch Interviews auf Französisch. In Deutschland wird er dagegen weiterhin gefeiert. Auch Verletzungen setzen ihm immer mehr zu. Die einstige Unantastbarkeit auf dem Spielfeld bröckelt. Doch Ribéry wäre nicht Ribéry, wenn er nicht zurückkommen würde. Und 2013 bekommt er seine größte Chance. Die Saison 2012 bis 2013 wird legendär. Bayern München dominiert den europäischen Fußball und Franck Ribéry ist mittendrin.
Unter Trainer Jupp Heynckes spielt Ribéry eine zentrale Rolle im vielleicht besten Bayern-Team aller Zeiten. Im Champions-League-Finale in Wembley trifft Bayern auf Borussia Dortmund. Es ist ein nervenaufreibendes Spiel, aber am Ende gewinnt der FC Bayern mit 2:1. Ribéry liefert die Vorlage zum entscheidenden Tor von Arjen Robben. Für Ribéry ist es die Krönung seiner Karriere, der größte Titel im Vereinsfußball. In Interviews sagt er später: „Ich habe alles erreicht, ich bin oben angekommen." Doch kaum ist die Euphorie vorbei, beginnt eine neue Debatte. 2013 gilt Ribéry als Topfavorit für den Ballon d'Or. Er hat das Triple gewonnen, ist Spieler des Jahres in Deutschland, führt Bayern zu einem historischen Jahr. Doch bei der Wahl geschieht das Unglaubliche. Cristiano Ronaldo gewinnt den Ballon d'Or, trotz weniger Titeln. Für viele Fans und Experten ist das ein Skandal. Ribéry ist tief enttäuscht. Später sagt er: „Ich habe mich betrogen gefühlt. Ich wusste nicht, was ich noch hätte tun sollen." Diese Niederlage markiert einen Wendepunkt. Ribéry bleibt ein Weltklasse-Spieler. Aber innerlich scheint etwas zerbrochen. Nach dem Zenit folgt langsam der Abschied. Verletzungen häufen sich. Die Spielzeit nimmt ab. 2019 verlässt Ribéry den FC Bayern nach 12 erfolgreichen Jahren, unter Tränen. Er wechselt zum AC Florenz, später zu US Salernitana. Auch im hohen Fußballeralter zeigt er Einsatz, Willen und Klasse. Die italienischen Fans schätzen seine Leidenschaft. 2022 beendet er seine Karriere. Ohne großes Spektakel, aber mit großem Respekt. Franck Ribéry bleibt eine der schillerndsten Figuren des Weltfußballs. Vom verletzten Straßenkind zum Champions-League-Sieger. Von der Ausgrenzung zur Verehrung. Er hinterlässt mehr als Tore und Assists. Er hinterlässt Emotionen, Geschichten, Narben. Ribéry hat nie vergessen, woher er kommt. Und genau das machte ihn zu einem der letzten echten Straßenfußballer auf der ganz großen Bühne. Sein Vermächtnis? Dass Mut, Wille und Charakter manchmal mehr zählen als Perfektion. Und dass selbst aus einer Narbe ein Denkmal werden kann.